Alles, was ich Ihnen erzählt habe, steht hier in diesem Brief. Clarissa hat ihn mir vor Jahren geschrieben. Überzeugen Sie sich selbst. Sie werden sehen, er ist sein Geld wert. Erika Sander wird zur Lesbe. Kaum zu fassen. Naja, ich will mal nicht so sein. Ich gebe ihr mein Penthouse. Danke, Clarissa. Ich will diese Intrigen nicht mehr, diese Gegenintrigen. Du hast ja recht. Habt ihr mich verstanden? Ja! Dann ist ja gut. Was machst du denn da? Das ist unser einziger Beweis. Wieso hast du den Brief ins Feuer geworfen? Du weißt doch gar nicht, was drin stand. Das interessiert mich nicht. Ich will, dass ihr endlich Ruhe gebt. Wieso ihr? Du hast dir nur deswegen nichts gegen sie unternommen, weil ich dich darum gebeten habe. Barbara, nicht wir sind die Unruhestifter, es ist Clarissa. Und dieser Brief war ein wichtiges Indiz gegen sie. Und was machst du? Du vernichtest sie. Ich bin für die Streitereien hier nicht verantwortlich. Das habe ich auch mit keiner Silbe behauptet. Wir können hier nur wie zivilisierte Menschen miteinander leben, wenn wir Clarissa ignorieren. Wie soll ich jemanden ignorieren, der uns das Leben zur Hölle macht? Auf jeden Fall nicht so, wie du dich jetzt verhältst. So sehe ich das auch. Schön. Schön, dass ihr euch so einig seid. Ich kann mich auf jeden Fall an Zeiten erinnern. Da wärst du froh gewesen, so einen Brief von Clarissa zu besitzen. Was soll das heißen, sie hat Schluss gemacht? Dass unsere Beziehung in ihren Augen keinen Sinn mehr hat. Und mit welcher Begründung? Pass auf. Du bist ein Feigling. Ich wollte das erste Mal mit dir erleben, aber du hast mich einfach sitzen lassen. Du mieser was? Du mieser Macho. Die will ich doch bloß provozieren, damit wir wieder versöhnen können, ganz klar. Das ist trotzdem zu heftig. Wie kommt die bloß auf sowas? Sie hat noch mehr auf Lager. Du hast mich so verletzt wie noch niemand vorher. Es hat keinen Sinn mit uns. Ich möchte dich nie wiedersehen und nichts mehr mit dir zu tun haben. Heftig. Habe ich mich wohl geirrt. Nicht nur du. Gabriella spinnt doch. Als ob du alleine daran schuld wärst. Ich meine, sie war doch die Zicke. Also an deiner Stelle würde ich ihr mal gründlich die Meinung sagen. Dazu müsste ich mit dir reden und das will ich bestimmt nicht. Nicht hiernach. Ich hätte Daniel nicht schreiben sollen, dass ich ihn liebe. Er sollte froh darüber sein. Ich habe Heine sowas nie geschrieben. Vielleicht fühlt er sich unter Druck gesetzt durch meinen Brief. Ach Gott, ich hätte ihn nicht abgeben sollen. Hast du, aber daran lässt sich jetzt auch nichts ändern. Soll ich ihm No Limits anrufen? Du machst mich echt fertig. Der Brief war doch völlig okay. Kathi, klingt das nicht besitzergreifend? Ich liebe dich. Jetzt hör mir mal gut zu. Entweder Daniel findet es toll, dass du ihn liebst, weil er genau das Gleiche für dich empfindet, oder er findet es nicht toll und dann kannst du ihn sowieso abhaken. Vielleicht ist er noch nicht so weit und der Brief macht alles kaputt. Daniel ist genauso verliebt in dich wie du in ihn. Meinst du? Ich bin noch nicht blind. Vielleicht bin ich ihm ja zu kompliziert. Ja, wenn du dich so anstellst, bestimmt. Okay, ich höre ja schon auf. Und tu mir einen Gefallen, hm? Wenn du dich nachher mit Daniel triffst, dann sei einfach nur du selbst. Dann kann gar nichts schiefgehen. Hm? Hoffentlich. Bist du noch mal weg? Ja. Kann ich dir noch mal kurz sprechen? Ja, wenn es unbedingt sein muss. Ja, komm, lass uns da reingehen. Setz dich. Danke, ich stehe lieber. Was soll das, Henning? Du hast überhaupt keinen Grund, beleidigt zu sein. Ich bin noch gar nicht beleidigt. Ich bin stinksauer. Es wäre nie zu diesem Vorfall gekommen, wenn du dich an die Abmachung gehalten hättest. Wenn dir dieser Brief angeboten worden wäre, hättest du auch nicht Nein gesagt. Du hast Sonja Weltuna diese 1,5 Millionen bezahlt. Er war jede Mark wert. Du weißt doch gar nicht, was drin stand. Ich will's auch gar nicht wissen. Gut. Dann interessiert dich sicherlich auch nicht, dass du niemals rechtsgültig mit Clarissa verheiratet warst. Was sagst du da?
Das ging ganz eindeutig aus dem Brief hervor. Clarissa ist eine Bigamistin. Das ist unmöglich. Nein. Wenn du deine Ex-Frau das nächste Mal siehst, kannst du sie ruhig Frau Kaufmann nennen. Mann, bin ich froh, dass wir zu Hause sind. Immerhin hast du es überlebt. Ich weiß gar nicht, was mich mehr gestört hat, die Ameisen oder die Mücken. Von den Spinnen ganz zu schweigen. Na, wenigstens haben dich die kleinen Viecher eine Zeit lang von dem Problem mit Steffi abgelenkt. Das ist aber das einzig Positive. Willst du auch einen Wein? Oh ja, gern. Wenn wir einen roten da haben? Ja. Du, ich schau mal, ob ich ein Mittel gegen Juckreiz finde, ja? Gute Idee. Unsere beiden Camper baggern sichern schon die nächste Runde Frauen an, du. Ah, gut, dass sie uns jetzt verschonen. Stell dir vor, wir wären mit denen noch nackt baden gegangen. Wir brauchen doch keine Klamotten zum Baden. Hallo Frau Sander, hier ist Clarissa von Anstetten. Es wäre nett, wenn Sie morgen früh bei mir zu Hause vorbeikommen könnten. Es geht ums Geschäftliche. Bis dann. War das Clarissa eben auf dem AB? Wäre ich doch nur bei den Ameisen geblieben. Oh. Was wollte denn Frau von und zu von dir? Na, was Geschäftliches. Gib mir mal deinen Arm. So. Das tut gut. Das kannst du öfter machen. Sonja Weltuna hat mir den Brief gegeben und ich ihr das Geld. Das war alles. Deswegen habe ich Gregor Steinfeld gestern mit ihr zusammen aus dem Hotel kommen sehen. Ja, als ich mit Barbara in der Stadt war. Vielleicht haben sich die beiden verbündet. Möglich wäre es. Jedenfalls hat Peter Kaufmann Clarissa sitzen gelassen und sich dann ins Ausland abgesetzt. Und Clarissa hat dem Standesamt einen falschen Totenschein vorgelegt, um dich zu heiraten. Es könnte also theoretisch sein, dass er noch lebt. Oder er ist inzwischen gestorben. Das ist auch möglich. Naja, das lässt sich ja feststellen. Sicher ist nur eins. Durch eure Heirat ist Clarissa auf einen Schlag vermögend geworden und hatte einen Adelstitel. Genau das war es, was sie wollte. Ja, aus Liebe hat sie mich jedenfalls nicht geheiratet. Umso wichtiger ist es doch, dass wir sie endlich mit dem Betrug konfrontieren. Deswegen haben wir sie immer noch nicht raus aus dem Schloss. Eins nach dem anderen. Mit irgendwas muss man doch anfangen. Frau Sander ist da? Ich lasse bitten. Guten Morgen, Clarissa. Morgen. Schön, dass Sie Zeit haben. Was gibt es denn so furchtbar Wichtiges? Bitte setzen Sie sich doch. Danke. Kaffee? Gern. Ich habe eine erfreuliche und eine unerfreuliche Nachricht. Die unerfreuliche zuerst, bitte. Unser Interessent Herr Wittmer, Sie erinnern sich an den gemeinsamen Restaurantbesuch? Nur allzu gut. Bedauerlicherweise ist er abgesprungen. Die genauen Gründe wollte er mir nicht nennen. Ich hätte ihn wirklich sehr gerne als Partner in unserer Agentur gehabt. Ohne meine Zustimmung wäre das sowieso nicht möglich gewesen. Sie sind stille Teilhaberin, ja? Ach, wissen Sie, die Besitzverhältnisse einer Agentur können sich auch ändern. Nun ja. Und was ist nun das Angenehme? Ein Bekannter von mir ist im Vorstand eines großen Versicherungsunternehmens. Die Firma sucht händeringend nach einem neuen Marketingkonzept. Um welches Unternehmen handelt es sich? Die Details erfahren Sie später, wenn wir uns mit Herrn Kleinschmidt zusammensetzen. Schön, dass Sie mir das erst jetzt sagen. Ihre Sekretärin sagte mir, dass Sie heute keine weiteren Termine haben. Es gibt Verabredungen, die ich offiziell nicht eintragen lasse. Aber Sie haben Glück. Wann treffen wir uns? Gegen Mittag in der Agentur. Einverstanden. Und dann noch etwas. Herr Kleinschmidt ist sehr konservativ. Es wäre also schön, wenn Sie diesmal Ihre kleine Freundin zu Hause lassen könnten. Na, wenigstens einigermaßen geschlafen? Sehe ich so aus? Nee. Nimm dir erst mal einen Kaffee. Kannst du dir vorstellen, dass ich die halbe Nacht über Gabrielas beknackten Abschiedsbrief nachgedacht habe? Was meinst du, wie es mir geht? Jeden Tag an Kathi. Man kann einfach nichts dagegen machen. Tja, man sollte sich einfach nicht verlieben. Macht nur Probleme. Die blöde Kuh hat mir nicht mal die Chance gegeben, mich zu rechtfertigen. Ich schätze, das war Absicht. Ist ja viel einfacher, einen Brief zu schreiben, als miteinander zu reden. Der Zug ist sowieso abgefahren. Oder glaubst du, ich rede noch mal mit ihr?
Weißt du, was ich nicht verstehe? Wieso war Gabriela gestern so freundlich zu dir? Ich meine, nach so einem Brief hätte sie doch ein schlechtes Gewissen haben müssen. Da sieht man mal, wie komisch die Frauen drauf sind. Ich hätte sie anders eingeschätzt. Was soll ich mir darüber noch den Kopf zerbrechen? Die Sache ist durch. Na, ihr beiden? Hi. Keine Uni heute? Später. Du, ich wollte dich noch was fragen. Ja? Ich habe mich in letzter Zeit nicht gerade fair verhalten, was Gabriela und dich angeht. Mach dir darüber mal keinen Kopf. Ich wollte euch deshalb zu einer Party einladen. Hast du Lust? Schon, aber ich werde wahrscheinlich allein kommen. Wieso das denn? Zwischen Gabriela und mir ist Schluss. Oh, das tut mir leid. Auch wenn du es mir kaum glauben wirst. Du kannst ja nichts dafür. Sollen wir mal eben zusammen frühstücken? Oder hast du schon? Okay, aber ich habe nicht ewig Zeit. Ich muss auch noch in die Uni. Wir können ja zusammen hingehen. Mama, ich bin ja grundsätzlich auf deiner Seite. Trotzdem verbrennt man so einen Beweis nicht einfach. Morgen, Kathi. Morgen. Die Querelen zwischen Clarissa und uns machen mich krank. Versteh das doch. Trotzdem wirft man so einen Brief nicht einfach ins Feuer. Kathi, bitte lass das. Ich weiß, dass ich recht habe und ihr wisst das auch. Mir gefällt dein Tonfall nicht. Schon gut, Christoph. Mama, jetzt denk doch bitte mal daran. Sie hätte dich fast in den Wahnsinn getrieben. In ein paar Tagen redet kein Mensch mehr von diesem Brief. Du hast auch davon gewusst. Gib's doch zu. Ich hatte keine Ahnung. Zumal ich Henning gebeten hatte, keine Recherchen gegen Clarissa mehr anzustellen. Ein bisschen halbherzig scheint mir. In Zukunft wird nichts mehr in dieser Richtung passieren. Weder von mir noch von Henning. Bis einer von euch beiden einer anderen Versuchung erliegt. Ja, ich hätte gerne die Nummer vom Standesamt in Düsseldorf. Liebes, hast du meinen rostfarbenen Lippenstift gesehen? Meinst du den hier? Ja, genau. Sag mal, Clarissas Versicherungsmensch muss ja furchtbar wichtig sein, so wie du dich aufdonnerst. Ich will unseren Kunden nicht durch mein Äußeres, sondern alleine durch die Stichhaltigkeit meiner Argumente überzeugen. Und was soll der Zirkus dann? Ich plane einen perfekten Auftritt. Clarissa soll nicht wieder auf die Idee kommen, sie könnte mich bloßstellen. Ah, du meinst wie neulich im Restaurant, hm? Ja. Hat sie denn heute Morgen irgendwelche Bemerkungen gemacht? Och, da habe ich mich drüber geärgert. Es wäre schön, wenn Sie Ihre kleine Freundin mal zu Hause lassen könnten. Das ist doch unverschämt. Oh, das ist echt frech. Sie weiß doch ganz genau, dass ich nie zu einem Kundenmeeting mitkommen würde. Clarissa hat so getan, als sei dieser Widmer allein deshalb von dem Projekt abgesprungen, weil wir beide zusammen sind. Dabei hatte der Mann doch gar kein Problem mit uns. Eben. Sie projiziert ihre ganzen Vorurteile auf andere. Na, glücklicherweise besteht die Welt nicht nur aus lauter Clarissas. Na? Wie sehe ich aus? Fantastisch. Du wirst jeden Versicherungsunternehmer von L.A. bis Singapur überzeugen. Auch ohne Argumente. Das wollte ich hören. Ich war eben eifersüchtig auf Gabriela. Wäre ich an deiner Stelle vielleicht auch gewesen. Trotzdem finde ich es schade, dass ihr nicht mehr zusammen seid. Ihr habt so gut zueinander gepasst. Erst gibst du zu, dass du eifersüchtig warst und jetzt sagst du sowas? Man muss Kopf und Gefühl trennen können. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Und du bist sicher, dass du das hinkriegst, ja? Klar. Also ich kann das nicht. Morgen, Heino. Morgen. War Daniel heute schon unten? Der ist da hinten. Wie lange sitzen die schon da? Noch nicht lang. Was willst du denn von ihm? Ich muss mit ihm reden. Probier's einfach. Habe ich eigentlich schon deine Telefonnummer? Noch nicht. Aber das lässt sich ändern. Moment. Was anderes habe ich leider nicht. Ach, das ist doch kein Problem. Nicht, das kitzelt. Nee.
Sie wollen also mit einer konventionellen Printkampagne ein neues Kundensegment erreichen. Wir haben ein paar Großkunden, aber das reicht nicht. Wir müssen einen Weg finden, die breite Masse anzusprechen. Haben Sie denn schon mal über einen gut platzierten TV-Spot nachgedacht? Fernsehen. Ja, ein Großteil geht jetzt auf TV und Internet. Das müssen wir natürlich auch nicht machen. Wir können im Printbereich bleiben. Das Entscheidende ist, dass die Menschen sich bei der Intersecura aufgehoben fühlen. Die Versicherung als stabiler Faktor, der ihr Leben begleitet. Genau. Werte sind uns wichtig. Der Normalbürger muss angesprochen werden. Entschuldigen Sie, aber was genau verstehen Sie unter normal? Keine Randgruppen oder Ähnliches. Die intakte Familie steht bei uns im Mittelpunkt. Sind Sie denn sicher, dass es die noch gibt? Selbstverständlich. Nur die Medien verbreiten fortwährend das Gegenteil. Jeder, der Drogen nimmt oder schwul ist, spielt sich heutzutage auf. Aber solche Leute brauchen wir nicht. Wollen Sie damit sagen, dass Homosexuelle keine Versicherungen brauchen? Das noch nicht. Trotzdem will ich mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Und sie gehören auch nicht zu unserer Zielgruppe. Gut, Herr Kleinschmidt, ich denke, dann wäre jetzt alles gesagt. Ich bin mir sicher, Frau Sander wird keine Probleme haben, ihre Vorstellungen umzusetzen. Ich sage es nur ungern, Barbara, aber unter dem Strich hast du natürlich recht. Das hast du schon mal gesagt und dich nicht dran gehalten. Ich verspreche dir, ich werde mich nicht mehr um Clarissas Angelegenheiten kümmern. Und wer garantiert mir, dass ich dir diesmal glauben kann? Ich gebe dir mein Wort. Gut, dann bin ich beruhigt. Wolltest du was von mir? Nö. Gut. Du hast gerade geklungen wie dein eigener Beichtvater. Gibst du tatsächlich auf? Sagen wir mal so, es wäre mir sehr lieb, wenn Barbara das glauben würde. Du hast sie also angelogen. Und spiel doch nicht die Moralistin. Du willst doch auch, dass Clarissa so schnell wie möglich von dir verschwindet. Ja, schon. Aber meiner Mutter deswegen diese Komödie vorzuspielen, finde ich nicht gut. Was würdest du denn an meiner Stelle tun? Wahrscheinlich genau dasselbe. Na siehst du, ich kann nur hoffen, dass Christoph auf dem Standesamt fündig wird. Denn wir müssen endlich herausfinden, was mit Clarissas Mann passiert ist. Ich denke, Christoph will mit der ganzen Sache gar nichts mehr zu tun haben. Aber es geht in dem Brief auch um ihn. Clarissa hat ihn geheiratet unter Vorspiegelung falscher Tatsachen. Deshalb will er recherchieren. Also wenn Mama rauskriegt, dass ihr beide weitermacht, dann weiß ich nicht, was sie tut. Das Risiko müssen wir wohl oder übel eingehen. Unmöglich, sag ich dir. Intoleranz ist für dieser Versicherungsmensch, ja? Jetzt ärgere dich doch nicht. Leute, die Vorurteile gegenüber Homosexuellen haben, gibt es wie Sand am Meer. Ja, das kann man doch nicht hinnehmen. Wer weiß, auf welche Ideen die sonst noch kommen. Oh, jetzt übertreibst du aber. Dieser Kleinschmidt. Welche Töne der von sich gegeben hat, ja? Entschuldigung, können wir 2 Wasser bekommen? Danke. Mich berührt das Geschwätz solcher Leute kaum noch. Mich schon. Seit ich mit dir zusammen bin, sehe ich eben die Vorurteile mehr. Die Frage ist nur, kannst du damit auch leben? Mit dir zusammen? Immer. Du wirst sehen. Irgendwann prallen alle Vorurteile und gehässige Bemerkungen an dir ab. Man kann aber auch etwas dagegen tun. Bitte? Damit zum Beispiel. Mann, ich bin so sauer, das glaubst du gar nicht. Warum hast du dem Typen nicht einfach eine geknallt? Ich habe gar nicht mit ihm geredet. Du hättest mal sehen sollen, wie Natascha ihn angebaggert hat. Das war widerlich. So Mist. Und ich Bekloppte schreibt ja auch noch einen Brief. Wahrscheinlich haben sie sich darüber krank gemacht. Meinst du denn, das geht schon länger zwischen den beiden? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Meinetwegen können sich die beide zur Hölle scheren. Vielleicht hast du auch nur irgendwas missverstanden. Nein, das glaube ich kaum. Daniel hat mich gesehen, da bin ich ganz sicher. Er hat mit dieser Tussi rumgeflirtet, nur mir weh zu tun. Verstehe ich allerdings nicht, warum. Ich meine, wenn er wirklich nichts mehr von dir will, dann kann er dir das auch sagen. Da braucht er nicht so eine Show abziehen. Wahrscheinlich findet er es toll, von 2 Frauen bewundert zu werden. Und ich habe ihn geliebt. Sei bloß froh, dass du wenigstens nicht mit ihm im Bett warst. Ja, bin ich auch. Hey, was ist denn? Nichts, ich will nur zahlen. Warum hast du es auf einmal so eilig? Ja, eilig ist gut. Hast du eine Ahnung, wie lange wir hier gesessen haben?
Kam mir vor wie 5 Minuten. Ja, von wegen. Ich muss noch zur Uni. Schon vergessen? Sag mal, was war denn gerade mit Gabriella los? Keine Ahnung. Verstehe einer die Frauen. Was hat sie dir denn erzählt? Sie wollte mit dir sprechen. So wie die geguckt hat, plagte sie ein ganz schlechtes Gewissen. Bestimmt wegen dem Brief. Vielleicht sollte ich mich doch nie mit ihr unterhalten. Oh, verdammt! Tut mir leid. So ein Mist. Ich habe das nicht mit Absicht gemacht. Oh, schon gut, ich habe ja auch nicht aufgepasst. Oh. Sorry. Probier's mal hiermit. Mit Servietten kriege ich die Flecken nie raus. Ach, ist doch kaum was zu sehen. So kann ich unmöglich durch die Stadt rennen. Hättest du nicht vielleicht ein T-Shirt für mich? Klar, oben in meinem Zimmer. Sehr interessant, danke. Gerne. Gefällt Ihnen die Zeitschrift? Ich kaufe sie mir hin und wieder. Ja, sie ist nicht schlecht, aber das Redaktionelle kann ich natürlich so auf die Schnelle nicht beurteilen. Und die Aufmachung? Na ja, da würde ich sicher das eine oder andere ändern. Zum Beispiel? Der Gesamteindruck ist zu düster, es ist viel zu wenig Farbe. Schauen Sie. Hier müssten ein paar Fotos hin. Solche Bleiwüsten können sich heutzutage nur noch Literaturzeitschriften leisten. Wir wollen eben nicht auf der üblichen Magazinwelle mitschwimmen. Aber wahrscheinlich haben Sie recht. Ganz ohne optische Trends geht es nicht. Sie arbeiten bei dem Blatt? Ja, ich bin die Chefredakteurin. Verzeihung, dass ich so offen war. Das muss Ihnen nicht peinlich sein. Ihre Kritik ist absolut berechtigt. Ach, denn haben Sie in der letzten Ausgabe den Artikel über die lesbischen Polizistinnen geschrieben? Der war ausgezeichnet. Echt witzig. Danke. So unmittelbare Resonanz bekomme ich selten. Woran arbeiten Sie denn im Augenblick, wenn ich fragen darf? An einer Artikelserie über die Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehen. Ach, das alte Thema. Darüber kann man gar nicht oft genug schreiben. Und was haben Sie da für ein Titelbild? Es gibt ein paar Ideen, aber die überzeugen alle noch nicht. Kannst du nicht einen Entwurf machen? Sie ist nämlich gelernte Grafikerin. Konntest du nichts herausfinden? Doch. Clarissas erster Mann ist tatsächlich tot. Ist das absolut sicher? Er hat in Ecuador gelebt und ist dort auch gestorben. Woher weißt du das so genau? Ich habe mit dem deutschen Botschafter in Ecuador gesprochen. Er war Gott sei Dank sehr kooperativ. Was genau hat er denn gesagt? Dass die ecuadorianischen Behörden definitiv bestätigen können, dass Peter Kaufmann tot ist. Die Verwaltung in solchen Ländern ist doch korrupt bis auf die Knochen. Wahrscheinlich hat Clarissa sie bestochen, damit sie diese Angaben machen. Doch selbst wenn es so wäre. Wir können es nicht beweisen. Ich fürchte, wir müssen unsere Hoffnung begraben. Ich weigere mich zu glauben, dass Peter Kaufmann tot ist. Wir können nichts weiter tun. Einen Moment noch, ich hab's gleich, ja? Lass dir Zeit. Boah, nee, das kann ich dir unmöglich zumuten. Ich muss echt mal ausmisten. Ah, schon besser. Hier, probier das mal. Ich will mit dir schlafen.